Wir wissen gerade nicht mehr, wo wir sind. Wir haben keinen Weg vor uns, wo wir sagen können, der bringt uns heil runter. Umdrehen schaffen wir nicht mehr. Jedes Jahr werden mehr als 3000 Menschen von der Bergrettung aus den Alpen gerettet, weil sie ihre Kräfte überschätzen, sich verlaufen oder in einen Notfall geraten. Aber was tust du in einem Land, wo es keine Bergrettung gibt und dich auch niemand suchen wird? Darüber haben sich mein Cousin und ich gar keine Gedanken gemacht, als wir dieses Jahr auf den höchsten Berg Albaniens und Nordmazedoniens gewandert sind. Und was nicht nach Plan gelaufen ist und vielleicht die Bergrettung damit zu tun hat, erfährt ihr in meinem Video von der gefährlichsten Wanderung meines Lebens. Schönen guten Morgen. Es ist jetzt circa 8 Uhr und wir sind auf dem Weg auf den höchsten Gipfel zweier Länder, Golem Kora. Wir haben schon mit den Einheimischen unten im Tal gesprochen gestern und die meinten, es erwartet uns relativ viel Schnee und Eis. Es könnte also gefährlich werden. Wir haben natürlich auch den Gipfel bei der Anfahrt gesehen. Und ja, Schnee ist da, aber Schnee ist nicht immer gleich Schnee. Was wir auf jeden Fall nicht dabei haben, ist Ausrüstung für tiefen Schnee oder Eis. Das könnte dann schwierig werden. Ne? Und wenn ihr glaubt, wenn wir von Schnee sprechen, dass wir davon gesprochen haben, nein, wir haben davon gesprochen. Wir sind schlecht vorbereitet. Aber wir haben uns Gedanken über unser Mindset gemacht. Wir gehen so lange, wie wir können, und wenn wir nicht mehr können, drehen wir einfach um. Erfahrungsberichte zu unserer Reisezeit, die gab es nicht. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde wirklich unterwegs, dass wir Progress machen, und ich habe das Gefühl, wir sind gerade mal am Fuß des Berges. Felix und ich wandern durch die Wildnis, verlassen uns ausschließlich auf die Locals. Angeblich braucht man 8 Stunden, um rauf und runter zu kommen. Aber wir wissen nicht, wie die Spitze des Korabs aussieht. Update nach gut 1,5 Stunden. Wirklich konsequent bergauf. Wir werden jetzt langsam mal die erste Pause machen. Weil wir sehen schon in etwa, was auf uns zukommt. Die Aussicht Wahnsinn. Ja, warst du schon mal umgedreht? Den Berggipfel? Ja. Aber ich bin froh, dass es nicht der ist. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob es überhaupt der oder der ist. Ja, es wird mit Sicherheit der hier da vorne sein. Wir sind selbstbewusst. Wir haben unser vermeintliches Ziel vor Augen. Aber Felix und ich sind nicht allein. Wir nähern uns der 2-Stunden-Marke und es wird nasser, es wird rutschiger, und hier haben wir unseren ersten Schnee. Ich bin gespannt, wie viel Ärger du uns heute noch machst, Schnee. Man muss auch sagen, wir sind heute nicht die einzigen am Berg. Es gibt also 2 andere Menschen, die auch diesen Weg wagen heute. Wir haben sie schon am Anfang getroffen, wie wir losgegangen sind. Und die erste Frage war von ihnen, ob wir Schneeschuhe dabei haben. Und wir haben ihre Frage nicht verstanden. Vielleicht war das heute noch ein wichtiges Indiz. Wir werden es sehen. Adrian, das ist einer der Polen. Er ist wesentlich besser ausgerüstet. Ob ihm das was hilft? Wir werden es sehen. Felix und ich staunen erstmal über das Panorama. Ich glaube, wir haben erstmal unser wirkliches Ziel vor Augen. Der Gipfel, wo wir dachten, dass es unser Gipfel ist, den wir heute erreichen wollen, hat sich gerade erprobt, dass dahinter ein viel höherer Gipfel ist. Vielleicht seht ihr es. Vor allem ist es sehr felsig. Sieht fast aus, als müsste man klettern oder sowas. Das glaube ich aber nicht. Ja, dann hätte ich das in meiner guten Vorbereitung natürlich erfahren. So beginnt es nun. Die Schneewanderung. Naja, mal sehen, wie wir vorankommen. Ja, ich glaube, man sieht jetzt ganz deutlich, was unser Ziel für heute ist. Wie kommen wir darauf? Keine Ahnung, hintenrum vielleicht. Hintenrum. Nö. Ich glaube, es geht straight da nach oben. Ja, der Gipfel. Aber man muss ehrlich sagen, Leute, das ist so geil. Also nach
gut zwei Stunden sowas, oder? 2,5 Stunden, fast 3 wahrscheinlich. Ja. Und guten 6 Kilometer sind wir jetzt wirklich sozusagen am Fuß vom Gipfel angekommen. Man sieht da oben den Mount Korab und die Spitze. Was es noch nicht ganz klar ist, wie wir darauf kommen. Es gibt natürlich die Vorderseite, die sehr geradlinig auf den Gipfel führt. Da wird es jetzt für uns auch richtig spannend, ob wir das richtige Gear mit haben und ob wir eigentlich ohne Gear sozusagen, nur mit Wanderschuhen, da durch den Schnee raufkommen, ohne Schneeschuhe, ohne Stecken und ohne Steigeisen irgendwie nach oben kommen. Wir werden es sehen. Mir tut langsam das Knie weh. Ich bin vor kurzem erst operiert worden. Das macht sich jetzt bemerkbar. Vielleicht auch mal ein kurzes Update zu meinem Knie nach gut 3 Stunden Wandern. Ist okay, ich spüre es. Ich merke, dass es langsam mir sagt, Belastung ist schon gut. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem nach dem steilen Aufstieg und dann dem Abstieg. Geh mal vor, ich habe die hohen Stiefel an. Und ich die Hosen. Und solange ich nicht da bin, bin ich nicht zufrieden. Damit auf Wiederschauen, bis später. Also nach gut 3,5 Stunden gehen wir immer noch in Schneefeldern voran. Am Fuße des Korabs. Weil wir immer noch nicht wissen, was genau der Gipfel ist. Aber hey, immer der Nase nach, ne? Also wir haben gerade ein bisschen, nicht Wegprobleme, aber wir wissen nicht genau, wo es lang geht. Wir dachten eigentlich, dass wir da drauf müssen, aber das ist nicht unser Ziel. Anscheinend ist das unser Ziel. Ja, und wir wissen aber nicht, wie wir darauf kommen, weil wir keinen eindeutigen Weg sehen und auch keine Wegweiser. Ab ins Abenteuer, wir werden es rausfinden. Oh je. Wir gehen jetzt die erste Schneewand hinauf. No idea, keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ihr seht circa, wie steil das ist. Fühlt sich an wie Treppensteigen. Ja, ab geht's. Ja, Update. Wir wissen immer noch nicht genau, wo es lang geht. Hier seht ihr unsere Spuren, die wir gezogen haben durch dieses Tal. Und ihr seht hinter mir jetzt vielleicht den Korab Blitze. Wir wissen allerdings nicht, was der beste Weg hier nach oben ist. Und das wird die Herausforderung für die nächsten 3,5 Stunden. Man sieht immer wieder Spuren, von denen man sich irritieren lässt. Das sind aber vermutlich eher Tierspuren oder Felsen, die kleine Felsbrocken, die total kullern. Ja, also damit kann man wenig anfangen. Wir suchen unseren eigenen Weg. Felix und ich suchen uns einen eigenen Weg. Alle weisen Menschen sagen immer, das ist was Gutes. Wir fragen uns, ob das so clever ist, wenn wir unser Ziel nicht kennen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, 7 hours later und immer noch nicht am Gipfel. Aber Freunde, das ist der Gipfel. Und wir kommen von da hinten. Wir rennen seit Stunden durch diesen Schnee, suchen Linien. Problem hier ist auf jeden Fall, dass die ganzen Markierungen, die meistens ja nur auf den Stein gemalt sind, einfach von Schnee bedeckt sind. Das heißt, alle paar Kilometer findet man vielleicht mal eine Säule oder sonst was, die markiert ist, aber sonst es ist Blindflug. Ja. Aber weiter geht's. Ja. Kein Weg mehr zurück. Let's go. Bin gespannt, wo wir da rauskommen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir da auf den Gipfel kommen, aber hey, let's do it! Und was man natürlich auch beachten muss ist, oft reicht ein falscher Schritt und du bist weg. Aber der Ausblick ist, das ist atemberaubend, echt, das ist, ich kann es echt teilweise nicht in Worte fassen. Aber wir müssen auch die Sonnenbrille hier tragen, der Schnee ist so, blendet so, ohne Brille wirst du da schneeblind. Da ist ein Pillar, da ist ein Pfosten, der Kopf vom Pfosten ragt raus. Wahnsinn.
One step at a time ist hier das richtige Motto. Ich habe auch noch Glück, dass ich durch Felix seine Fußstapfen gehen kann. Aber wenn ich hier was Falsches mache, dann lande ich da unten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das auch nicht unbedingt das Geilste für mein Knie. Wir werden das schon machen. Es ist jetzt 13 Uhr. Wir wandern seit 5 Stunden mehrere Kilometer durch Schnee. Schnee, 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 Berge. Einfach nur Berge. Ich hoffe, wir sind bald da. Ehrlich jetzt. 13 Uhr. Puh. Langsam soll es wieder bergab gehen. Aber wir waren noch nicht mal ganz oben. Stundenlang durch Schneefeld. Die Beine geben langsam auf. Also ich bin an meinem mentalen Tiefpunkt angelangt und wir kämpfen wirklich gegen die Zeit. Es ist fast 14 Uhr und wir sind noch nicht am Gipfel und müssen damit rechnen, dass wir auch noch 4 bis 5 Stunden nach unten brauchen. Hier geht um 18 Uhr die Sonne unter. Jetzt wisst ihr, was hier los ist. Was wir hier machen, ist reinster Wahnsinn. Ohne Gier, ohne den Weg zu sehen. Zähne zusammenbeißen. Vorsichtig bleiben, keine Fehler. Wir wissen gerade nicht mehr, wo wir sind. Wir haben keinen Weg vor uns, wo wir sagen können, der bringt uns heil runter. Umdrehen schaffen wir nicht mehr. Bald wird es dunkel in 3 Stunden. Wir sind noch nicht annähernd an der Spitze. Unsere Beine lassen langsam nach. Also wir wollen eigentlich nur noch, so schön das Ganze hier auch ist, einfach nur den Weg bergab entdecken. Und dann nichts wie runter hier. Absolut. Ich glaube, wir sollten nochmal über die Situation reden, in der wir nicht gefilmt haben. Ja, definitiv. Wo waren wir zu dem Zeitpunkt? Nun, als wir aufgehört haben zu filmen, waren wir schon eigentlich am Point of No Return. Es war absolut keine Option für mich, den Weg zurückzugehen. Mental, physisch gesehen, wir waren so über unseren Grenzen. Hätte nur einer umknöcheln müssen und ich hätte dich da nie runtergebracht. Geschweige denn du mich, da haben wir keine Chance. Wenn wir da liegen bleiben, für mich war immer klar, wir müssen zu dem Punkt, wo wir den Rückweg finden. Das Problem war, wir wussten halt absolut nicht, wann dieser Punkt kommt. Und wir haben uns darauf verlassen, dass Adrian mit seiner GPS-Uhr weiß, wohin er geht. Das Problem war, die Uhr hat immer eine Zeit angezeigt, die wir zum Gipfel brauchen. Und es waren schon Stunden davor, hat die Uhr 1 Stunde 30 noch bis nach oben angezeigt. Aber das waren dann 3 Stunden später und wir waren noch lange nicht am Gipfel. Ich habe mich dann in den Schnee gehauen und musste echt erstmal einfach durchatmen, weil ich gemerkt habe, ich habe Panik. Ja. Ich habe echt Panik. Es war auch ein gewisses Gefühl von Todesangst schon dabei. Am Ende des Tages, was waren unsere Optionen? Wir hatten keine, nur diese eine. Wir hatten nur Nach diese vorne eine. marschieren. Ja. Diese ganze Zeit, während du da hochrennst und deine letzten Energiereserven alle 3 Minuten oder jede Minute eigentlich stehen bleiben, Pause, weißt du nicht, ob dich das irgendwo hinbringt. Du hast keine Ahnung, du weißt nur, du hast keine Zeit und wenn du es nicht schaffst, war's das. Es holt dich keiner, du hast keinen Helikopter, du hast keine Bergrettung, du hast keinen Handyempfang. Niemand bringt dich da runter. Ja, und wie wir dann endlich den Sattel des Berges erreicht haben und ich da oben tot in den Schnee falle und du genauso neben mir liegst und röchelst, ist was absolut Absurdes passiert, was ich mir nie gedacht hatte und was einiges aufgeklärt hat. Wir sind am Gipfel. Fast.
Indigene im Hintergrund. Wir müssen jetzt aber noch runtergehen. Wir haben 3 Stunden, bis die Sonne untergeht. Das war echt heftig. Das war wirklich heftig. Der Golem Korab hat uns im April in die Knie gezogen. Das hat er. Felix und ich kommen oben an, wir sehen einen Rückweg, wir sehen endlich den Rückweg, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Wir sind gerettet und ich schaue nach rechts und Adrian ist auf seinen Knien und macht seiner Freundin einen Heiratsantrag. Und ich dachte nur, wie schlimm ist das für Adrian, dass wir zwei da liegen, röcheln und er macht seiner Freundin in dem Moment den Heiratsantrag. Aber trotzdem hat sie Ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Ja, und wir waren alle erleichtert, dass wir den Rückweg gefunden haben. Wir waren immer noch nicht am Gipfel, es waren noch 200 Höhenmeter bis zum Gipfel. Ja, also wir waren quasi auf dem Grat vor dem Gipfel. Wir konnten sozusagen das Zeichen des Gipfels sehen, aber no chance. Wir wussten, ich hatte auch nichts mehr zum Essen, bis auf 2 Kekse, kein Wasser. Wir müssen so schnell wie möglich da wieder runter. Mhm. Und das wäre, es wäre wirklich fast schief gegangen. Da hätte uns niemand gefunden. Kein Schwein. Wir sind am Rückweg angekommen und vergessen fast, dass es immer noch in gut einer Stunde dunkel wird. Das Ende der Schneegrenze feiert Felix fast mehr seinen Geburtstag. Endlich, ich kann sie sehen. Die Schneelinie, wo der Schnee endlich aufhört. Oh mein Gott. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Anschauen, den Daumen nach oben und vielleicht ein Abo.